Generatives Wachstum bzw. die Zukunftsmatrix. Ja, abgeleitet aus der sogenannten transformativen Bildungsforschung gibt es die Idee, dass Veränderung ja pädagogisch gut begleitet werden kann und auch philosophisch erklärt werden kann. Also sozusagen, wir hätten bestimmte Grundmuster, Grundprinzipien, wie große Veränderungen ablaufen. Das ist soweit erstmal gar nichts Neues. In dem konkreten Fall stellen wir uns aber mal vor, dass es einfach 4 Grundfälle gäbe, wie diese Veränderung, wie dieses Wachstum passiert. Und wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite diese 4-Felder-Matrix, diese 4 Quadranten. Der einfachste Fall, und deswegen gehe ich auch nur ganz kurz darauf ein, ist: alles ist gut, alles war gut, alles bleibt gut, keine Veränderung im Außen, keine Veränderung im Innen, alles tutti. Also in dem Fall wäre es ja auch sinnlos oder gar nicht so erstrebenswert, eine Veränderung einzuführen. Jetzt ist das allerdings relativ selten der Fall. Darum möchte ich jetzt näher eingehen auf die 3 Varianten, wie denn Veränderung meistens passiert. Und die Variante 1a ist leider die häufigste nach meiner Erfahrung und gleichzeitig die schmerzhafteste. Und zwar geht es hier um eine Veränderung im Außen. Also es wird einiges umgestellt, Dinge funktionieren nicht mehr, es gibt neue Technologien, neue Prozesse, neue Vorgaben und man selbst möchte aber gern so bleiben, wie man ist, möchte gerne festhalten an einem Bewährten und es soll sich am besten einfach nur gar nichts ändern. Man merkt jetzt schon, relativ schnell entsteht so Spannung, unterschiedliche Zielzustände und dadurch eben häufig dieses Erleben von fehlender Passung, die Dinge passen nicht mehr zusammen. Ja, manchmal spricht man auch von Naht- oder Schnittstellen, die nicht mehr funktionieren. Und leider wird das dann oft auch als Schmerz erlebt. Ganz häufig kommen dann auch so Abwertungen dazu und diese Idee von, man müsste Menschen jetzt einfach mal verändern. In der Theorie ist es oft beschrieben auch als die Weg-von-Variante. Hat allerdings einen großen Nachteil, nicht nur den Schmerz, sondern es ist ungerichtet. Es geht nur darum, anders als jetzt, weg von hier und das könnte überall sein. Damit gibt es relativ wenig Orientierung und wie gesagt eben oft noch einen negativen Beigeschmack. Variante 2 ist die Variante 1b. Bei 1b geht es darum, dass wir ein sogenanntes Movens initiieren, oder dass es sich sozusagen ergibt, dass wir im Innen uns verändern, weil wir einem Idol nachstreben, weil wir einen Menschen gefunden haben, der uns begeistert, der uns besonders viel bedeutet, weil wir eine andere Vision für unser Leben entwickelt haben, als wir sie bisher hatten, weil wir vielleicht auch einfach die Idee haben, wie denn unsere Zukunft sein soll. Das ist genau diese Idee, nicht weg von, sondern hinzu. Das heißt, es ist etwas, was uns zieht, ein Gezogensein, etwas, was uns in Bewegung bringt. Vielleicht auch einfach ein unglaublich gutes Gefühl, dass es so genau sein sollte. Das Blöde in dieser Variante ist, dass sich der Kontext nicht ändern will, das Umfeld nicht ändern will, die Dinge sollen am besten so bleiben oder sozusagen Veränderung wird als Risiko, als Bedrohung oder Ähnliches erlebt. Das heißt, hier entsteht auch wieder eine gewisse Diskrepanz, aber tendenziell viel, viel produktiver, weil es darum geht, sich selber zu entwickeln, weil es ein von innen initiierter Prozess ist und, das haben wir vorhin gelernt, weil es eine gerichtete Entwicklung ist. Es geht nicht nur darum, wegzukommen von dem, wie es ist, sondern mehr zu werden, wie es denn sein könnte, also mehr dieser Idee zu folgen. Leider ist es eben auch noch nicht so wirklich produktiv, weil dann passt ja das Innen nicht zum Außen. Und drum diese präferierte Variante 1c, dieses generative Wachstum, dieses optimale, nachhaltige Wachstum, wo wir uns sowohl im Innen verändern und weiterentwickeln und uns Kontexte suchen und Rollen und Umfelder, in denen wir diese neue Lebensidee, diese neue Vision, dieses Streben wirklich sinnvoll leben können und auch passend leben können. Und vor allem ist es eine Aufwertung, sowohl von anderen Kontexten als auch von unseren Ideen. Was bedeutet, wir müssen nicht mehr länger entweder den Kontext oder uns selbst abwerten. In anderen Worten, diese generative Matrix, diese Zukunftsmatrix, beinhaltet die Idee, sich zu überlegen, wo kann denn Veränderung passieren, wo ist sie gerade schon sichtbar, an welchen Stellen kann ich etwas verändern und was ist denn notwendig, um die Zukunft selber mehr zu gestalten und mehr Passung zwischen sich und dem Kontext zu entfalten. Viel Spaß
beim persönlichen Wachstum und beim Gestalten der Zukunft.